Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Es hat fast 4 Monate gedauert, bis ihr mich wiederseht und das hat ganz viele Gründe. A, bin ich immer noch an Nacharbeiten für die Formel 1. Da gibt es immer noch so den einen kleinen Fehlerchen oder 2, die ich noch suche. Und dann steht natürlich der Regenwald an und der beschäftigt uns sehr. Und den Regenwald, da haben wir so einen Räuber im Haus. Da haben wir viele kleine technische Details, die sich aber der Frederik immer greift für sein Format. Ihr kennt das ja bei YouTube. Somit gehe ich da so ein bisschen leer aus momentan, weil ihr seid es auch gewohnt, ich bin eher der Typ für das große Projekt. Und das große Projekt ist momentan Achterbahn. Das ruht ein bisschen. A, weil wir Softwareänderungen machen, aber viel wichtiger, es ruht wegen Helene Fischer. Aber was hat Helene Fischer mit der Achterbahn zu tun? Ihr kennt diese Bühne, die ist vor 10 Jahren gebaut worden, ist von Helene hier vor Ort eingeweiht worden und wir haben unfassbar viel Geld für einen guten Zweck, also für Kinder gesammelt. Es ist genau 10 Jahre her, also steht ein Jubiläum an und da war die Idee, wollen wir ihre neue Tour nicht auch machen. Aber ich höre mal auf zu reden, weil das hier läuft aus. Und warum, zeige ich euch jetzt. In der letzten Zeit ging es ja viel um Achterbahn. Aber das lassen wir jetzt mal kurz später, denn hier geht es auch um Achterbahn. Vielleicht zumindest. Warum wahrscheinlich? Das ist die große neue Helene-Bühne. Ihr habt ja schon in der Schlager-Champions-Show gesehen, dass ich Helene Fischer überrascht habe mit der Idee, ihre neue Stadiontournee-Konzertbühne zu bauen. Und wie ist das nun mal bei Veranstaltungstechnik und Konzert? Das ist lebendig, genauso wie das Miniaturwunderland. Deswegen haben wir alles stehen und liegen gelassen. 10 Leute hier aus der Modelltechnik und fast 10 aus dem Modellbau. Also insgesamt 20 Leute lassen momentan sogar den Regenwald dafür liegen, dass wir diese Show hier machen können. Aber wie gesagt, das ist dynamisch und ich kenne es noch aus der Veranstaltungsbranche. Man hat immer neue Ideen. Und eigentlich ist das Konzept für die Bühne genau dann fertig, wenn Helene Fischer das erste Mal auf die Bühne geht. So ist es bei uns, so ist es bei denen. Das heißt, wir wissen bis heute noch nicht ganz genau, wie diese Bühne aussehen soll. Einiges raten wir noch. Wir sind fast dabei, hier und da können wir ja sogar Vorschläge machen, wie die echte Bühne aussieht, weil wir sind vielleicht am Ende sogar einen Tick schneller. Aber ich hole mir jetzt mal Steffen dazu, weil du bist eigentlich der das Ganze am stärksten ausbaden muss. Leider, aber eigentlich das ganze Team, ne? Ja, doch. Es ist so, wenn wir eine Idee haben, wenn wir einen Wunsch haben, wenn wir für irgendwas brennen, dann schaffen wir es zum Glück, euch ja dann ziemlich schnell anzustecken. Manchmal kommen die Ideen ja auch von euch und ihr müsst uns anstecken, aber das gelingt uns allen ja immer ziemlich gut. Wobei hier, also ich frage mal ganz direkt, hättest du am liebsten Nein gesagt? Nee, weil eigentlich ist schon überlegt. Ich habe mir überlegt. Nee, aber es ist schon ein ziemlich cooles Projekt, wo wir uns so technisch schon ziemlich geil austoben können, muss ich sagen. Natürlich ist es jetzt ein bisschen zeitkritisch, das bremst uns ein bisschen, aber sonst macht das schon ziemlich was her. Ja, also ich sehe ja den Prozess auch jeden Tag. Wir reden jeden Tag drüber fast und haben neue Ideen, neue Überlegungen. Von Helene Fischers Teams kommen neue Ideen, neue Überlegungen und das muss halt alles umdesignt werden. Am Computer entsteht die Bühne. So zumindest so weit, wie die Daten schon stehen, können wir das umsetzen, weil das ist natürlich auch ein riesen Modellbauthema. Es ist fast schon, weil man sieht den Klotz, es ist für uns nicht so oft, dass die Statik ein Thema wird. Also das Ganze muss ja halten. Wir haben hier die Bildschirme drin. Es ist tatsächlich in den letzten Wochen eines der größten Themen gewesen, wird also das sind 4 Arme an allen Ecken, weil es wird eine 360-Grad-Bühne sein. Ich zeige euch gleich auch noch mal die Grundplatte, die wir auch schon am Bauen sind. Und sie kann halt überall hingehen. Und sie kann hoch, runter, sie kann hier oben sein und sie kann auch, diese Arme können runterfahren und dann kann sie da lang laufen. Das heißt, es ist unheimlich viel Dynamik in der ganzen Show und wir wollen natürlich möglichst viel davon darstellen. Das heißt, wir werden das auch beweglich machen. Auch bei uns werden die runterfahren. Du hast hier eine ich nenne es jetzt mal einfach billig, ist ein bisschen aufwendiger, aber Plexiglasscheibe genommen mit schwarzer Folie drauf. Genau. LEDs rein, sozusagen die gleichen wie da, damit dieses Ding an der Seite ein bisschen mitleuchtet. Der Versuch, dass vorne durch Milchglas und so weiter auch so ein bisschen, dass diese Animation, die hier läuft, oder gar so ein bisschen farblich, was gerade so Ambilight-mäßig, was gerade hier auf dem Bildschirm ist, einfach nur LED-mäßig nachzubauen, ist in der Größe einfach schwierig, weil du siehst die Lichtpunkte, ne? Egal wie milchig du es machst, Ja, oder? man sieht die Lichtpunkte und wir haben das Problem, wenn wir das jetzt hier nur rüberspiegeln, wie ein Ambilight, haben wir tatsächlich diese ganze Ecke beleuchtet. Das nimmt uns die Lichtstimmung weg von den Bildschirmen. Das heißt, wir haben den Fokus auf den Ecken. Und das war, glaube ich, nicht so das Ziel von dem Lichtdesigner, der die ursprüngliche Lichtshow mal designt hat. Und wir versuchen das natürlich auch irgendwie mit einzubinden. Das macht es natürlich nicht einfacher. Vielleicht bieten wir irgendeinem Künstler oder Künstlerin mal an, wir designen euch eine Lichtshow
wenn du zur Eröffnung kommst. Ich hätte da so ein paar Namen, so große Weltstars, weil das mal selber designen zu dürfen, wäre eigentlich noch cooler, ne? Eigentlich schon, Die ja. Ideen würden sprießen. Aber wir sind schon relativ dicht dran an dem, was wir schätzen, dass es werden wird von der Bühne. Für uns war dies hier auch ein Riesenthema, weil bis heute noch nicht ganz sicher ist, ob das bewegliche Moving Lights werden oder auch eine, ich nenne es mal LED-Bar. Genau. Wenn es Moving Lights werden, also sprich ein animiertes Licht, so wie es hier oben und auch wahrscheinlich hier an der Seite werden wird, dann ist es für uns eine wesentlich größere Herausforderung, weil dann müssen wir die alle einzeln ansteuern. Und was sagtest du, 840 LEDs pro Meter ist die... Sind jetzt hier gerade in dem Schlaufen, genau. Aber wenn man sich vorstellt, dass pro Meter 840 LEDs mit RGB einzeln adressiert über DMX angesteuert werden müssen und mit Kupferlackdraht einzeln verdrahtet werden, wann soll die Bühne fertig sein? Im besten Fall in 2 Wochen. Nein, das geht nicht. Also das würden wir nicht hinkriegen. Es wird nachher eine Farbe wahrscheinlich sein. Ja, ne? sehr wahrscheinlich. Vor allen Dingen, das sind umlaufend mehr als 2 Meter. Das heißt, wir haben nochmal die doppelte Anzahl. Über 1000. Das schaffen wir einfach nicht. Wer weiß, vielleicht wird es in echt auch so. Vielleicht wird es in echt auch so, Ja. Dann gab es noch das Thema, ob wir mit Nebel arbeiten können. Da werden wir was ausprobieren. Ist aber immer das Problem, wenn man hier die glänzenden Oberflächen sieht und allgemein das alles sieht. Nebel schlägt nieder und wir wollen das vielleicht auch 10 Jahre wieder laufen lassen, weil die Spendenaktion soll lange laufen und viel Geld reinbringen. Dann hast du den Niederschlag. Aber Nebel wäre noch mal eine Idee. Aber ihr habt ja schon, hier steht's, ne? Genau. Ihr habt ja schon Ideen gehabt, wie man das so ein bisschen zu blöd so ein Ding anzustellen. Man kann statt Nebel mit Schwarzlicht und auf den Figuren sozusagen das Gegenstück, kann man die Bewegung verstärken. Das heißt, man kann zumindest irgendwie, wenn die sich sowieso bewegen, hier hast du keine, ne? Nee, da ist noch keine, genau. Einfach einen sehr guten Lichteffekt und auch eine Verstärkung der sowieso stattfindenden Bewegung machen. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Ich habe das ganz schlecht erklärt. Genau, es ist quasi das ist eine UV-LED. Hier haben wir unten drunter so eine Platine, wo wir auch UV-LEDs eingearbeitet haben. Das ist UV-reaktive Farbe, die hier so schön leuchtet. Und wie Gerrit gerade schon gesagt hat, damit holen wir diesen Effekt der Tänzer. Wenn wir das noch ein bisschen stroben lassen in Sprungeffekten, kommt halt diese Tanzbewegung noch viel weiter raus. Und das gibt halt noch einen ganz anderen Effekt. Wollt ihr sie bewegen? Die LEDs aktuell nicht, aber dafür bewegen sich die ganzen Figuren. Stimmt. Alles klar. Guck mal hier. Logisch. Weil was ich hier als Bewegung mache, wird ja am Ende, man sieht es hier schon, die Figuren machen. Genau. Ich sehe, also bei der ersten Version haben wir nämlich alle vorgestanden, haben gesagt, irre, was ihr in der Geschwindigkeit gemacht habt. Aber. Und ich habe mal gelernt, bei Sätzen mit aber vergiss alles vorm aber. Und hatten den Wunsch, irgendwie alles zusammen, kriegen wir nicht noch mehr hin. Ne? Und in welcher Geschwindigkeit ihr hier Ideen umgesetzt habt, irre. Wir werden das versuchen, möglichst authentisch hinzukriegen, vorbereitet zu sein mit verschiedenen Bewegungen. Diese Tänzer, die oben sich nochmal drehten, hatten wir weggelassen. Ne? Ja, beziehungsweise wir haben jetzt ja hinten, versuchen wir sowas zu erzeugen. Das läuft jetzt noch ein bisschen zu schnell, dass wir Figuren haben, die springen und sich dabei auch durch Magnetkraft drehen. Das wird noch ein bisschen größer. Das ist jetzt nur der Prototyp. In der finalen Version haben wir mehr Tänzer und auch noch 2 Versionen ausgearbeitet. Einmal, dass sie ein bisschen in Formation tanzen können und einmal auch so ein bisschen durcheinander wie da auch, weil wir uns noch nicht sicher sind, was kriegen wir nachher von der Bühne vorgegeben. Was gibt uns Helene vor, wie sind die Tänzergruppen? Weil wir da natürlich versuchen, nah dran zu sein auch. Guckt euch schon mal die ganzen Drehungen an, die hier die Tänzerinnen sind, das hier alles vollziehen. Einfach genial. Es ist noch unheimlich viel zu tun. Es ist noch gar nicht so viel zu zeigen, obwohl es schon nach viel wirkt und es auch so sehr viel Arbeit drinsteckt, weil hier und da noch die endgültigen Fakten fehlen. Wir sind gut vorbereitet auf alles. Aber 2 Wochen, alter Schwede, das ist knapp. Bedeutet, dass ihr in der nächsten Folge von Gerrits... Ja, seit 2 Wochen liegt das jetzt hier im Schnitt und wir sind fertig mit dem Gerrits Tagebuch und haben es fertig geschnitten. Aber warum habt ihr es noch nicht gesehen? Ganz einfach. Weil kurz nachdem wir das aufgenommen haben, kam die Information, dass wir was ändern. Und das ist eigentlich super schön. Das Wunderland plant nicht bis zum letzten Schritt durch, weil dadurch bleibt es immer lebendig und wir können nach links und rechts abbiegen. Und Helene Fischer tut das auch nicht. Das heißt, wir haben uns irgendwann noch mal Brainstorming zusammen gemacht. Was ist denn eigentlich die beste Lösung? Und haben gesagt, wir warten die Tour ab. Wir bauen die Bühne während der Tour, weil wir dann genau sehen, die passen nämlich auch immer noch mal was an. Da kommen auch Ideen noch rein während der Tour. Wollen wir nicht bei dem Lied das und das machen? Das machen wir auch. Und wir bilden dann im September den Tourabschluss, haben wir gesagt. Helene kommt im September hierher, dann haben wir die Bühne richtig perfekt fertig gemacht. In Ruhe mit der wirklich perfekten Show.
kommt hierher und dann machen wir sozusagen das Abschlusskonzert oder wie wir das nennen wollen. Denn wir waren auch in der NDR Talkshow mit ihr zusammen, mit dem teilfertigen Teil der Bühne. Eine super lustige Sendung. Selten hat mir eine Talkshow so viel Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, das schaut ihr euch in der Mediathek mal selbst an. Es war wirklich genial. So, weiter mit dem, ich nenne es jetzt mal kalten Kaffee, der nicht mehr ganz aktuell ist. Dass wir hier am Ende jetzt nicht 1000 irgendwas RGB-LEDs einbauen, hat auch einen ganz trivialen Grund. Wenn man sich vorstellt, dass das sind alles adressierbare RGB-LEDs, die können jede Farbe annehmen und können programmiert werden. Das ist ein Universum, ein Artnet-Universum alleine für einen so einen Stripe. Wenn ich an unsere Diskothekenzeiten vor 30 Jahren zurückdenke, da hatten wir 512 Adressen für den gesamten Laden. Das benutzen wir jetzt hier heutzutage für einen Streifen. Aber das muss alles programmiert werden. Wir haben unten noch die ganze Matrix der Scheinwerfer, die sehr starke Spots generieren werden, die sieht man hier auch schon reflektieren. Alleine nur diese Stripes und die Matrix unten zu programmieren, dafür brauchst du mehrere Artnet-Universen, also DMX-Ansteuerungssysteme. Das alleine zu programmieren bedeutet, dass du die große Grandma nehmen musst, also so ein Studio, also wie man es auf einem Live-Konzert sieht, das Pult nehmen wir dafür, um das alles zu programmieren. Alleine die Programmierung dieser Bewegung ist echt aufwendig. Man denkt, okay, fährt so ein Ding hoch und runter. Nein, das muss alles vom Timing mit Endschaltern und so weiter und so fort, Endlagenmeldern programmiert werden, damit jede Bewegung darstellbar ist. Alleine der Programmieraufwand wird so gigantisch. Das ist eine Konzertbühne. Das ist von der Anzahl der Adressen ist es eine Konzertbühne. Das hat also mit den Konzerten draußen, die sind ungefähr genauso aufwendig zu programmieren. Einen Vorteil haben wir, ein Song. Genau. Aber wenn du so ein Konzert draußen programmierst, musst du halt 20, eine Menge Songs, 30 Songs kreieren. Ne? Und wir haben vielleicht am Ende, es ist eigentlich momentan ein Nachteil, aber am Ende den Vorteil, dass wir einen Teil des Contents natürlich nicht selbst kreieren müssen, sondern der ist vorgegeben. Ne? Aber hat der Motor eine Untersetzung bekommen? Der hat eine Untersetzung bekommen, genau. Damit wir das so smooth wie möglich hoch und runter fahren lassen können, konnten wir nicht nur den normalen Schrittmotor nehmen, die Schritte waren uns zu groß tatsächlich, haben wir noch ein Untersetzungsgetriebe gebaut, was wir hier im Haus auch selber entwickelt haben, selber gezeichnet haben und komplett gedruckt haben, weil wir in der Kürze der Zeit auch nichts klein Vergleichbares an Zahnrädern, Ritzeln bekommen haben, was unseren Ansprüchen genügt hat. Und ja, wir sind gespannt. Also aktuell im Testversuch läuft es ganz gut. Die Materialien halten und es funktioniert. Ich kannte nur den alten und dachte gerade, erstens war die Bewegung gerade viel sanfter, also Zucker. Aber wenn ich mir das so anschaue und die Bildschirme und wir vielleicht hier noch was reinsetzen wollen und das reicht, ist ja ein Riesenklotz, ne? Aber ich muss die Frage stellen, reicht der Platz? Ja, das haben wir ja Sicher? glücklicherweise vorher im CAD einigermaßen gut ausgeklüngelt, ob das alles irgendwie zusammenpasst. Das ist heutzutage der Vorteil beim Konstruieren. Man kann eine grobe Einschätzung schon abgeben, dass es passen könnte. Es müssen eine Menge Kabel aus dem Klotz raus, ne? Ja. Habt ihr die Band schon im Mache? Die Band ist gerade in Mache, die können wir gerade nicht zeigen, weil die liegt gerade zerlegt auf dem Arbeitsplatz. Ja, es sind natürlich viele Leute parallel, während wir hier reden und man hier denkt, es ist so ein Prototyp und wir überlegen gerade, was wir hier so machen, sind natürlich viele Leute an nahezu allen Arbeitsplätzen parallel schon am Bauen. Atemlos. Ja, was sage ich denn jetzt? So, ich bin mal in die Helene-Bühne sozusagen reingeschlüpft. Das ist das Loch, aus dem ich hier gerade rausgucke, wo der große Würfel hinkommt, damit ihr mal die Dimension kennt. Also ein ganzer Mensch kann hier sozusagen rein. Und auf der Bühne, das habe ich eben gerade hinten vergessen zu sagen, wird natürlich auf diesen ganzen Wegen Helene auch langlaufen bei uns. Und wir schummeln ein bisschen. Wir werden 2 Helenes haben, damit für diesen Armeffekt beim Runterklappen sozusagen ein Sprung passiert, den wir optisch kaschieren werden, dass Helene Fischer oben auf dem Arm drauf sein wird. Vielleicht machen die das ja in echt genauso. Haben die auch 2? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wird unser Infield hier. Und hier sieht man diese Löcher. Die habe ich nämlich auch noch nicht erwähnt. Ihr habt die am Arbeitsplatz eben im Hintergrund schon gesehen. Das wären die Boxentürme und Beleuchtungstürme. Und alleine, was da nochmal an Lichteffekt sozusagen auf diese Bühne gestrahlt wird. Und man sieht auch jetzt schon, dass wir es schaffen, dass das tatsächlich auch Effekte, nicht nur Leuchteffekt, sondern auch einen Effekt wirft auf das Ganze, wird ein super spannendes Farbenspiel und es wird vor allen Dingen auch spannend, das zu programmieren. Aber ich bin mega gespannt auf den Effekt bei leicht abgedunkeltem Licht, wenn das hier alles zusammen ist mit dem Massen an Publikum. Es wird einfach toll. Und jetzt muss ich hier ganz schnell wieder raus, weil ich bin doch ein bisschen zu klein für das Loch. Es ist noch nicht ganz sicher, welchen Song der großen Stadiontournee wir bei uns spielen werden in unserem Stadion. Aber es läuft so ein bisschen, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass es Achterbahn sein wird. Und deswegen habe ich am Anfang ja auch gesagt, Achterbahn spielt da eine Rolle und hier eine Rolle. Aber gehen wir jetzt zurück zu der Achterbahn.
So, denn die Achterbahn ist weiterhin eigentlich mein großes Herzensprojekt momentan, aber ich bin da ein bisschen zum Abwarten gezwungen, weil sie fährt wunderbar. Also Rekord waren, Thomas, 150 Runden am Stück ohne ein einziges Problem. 400 Runden. Mal korrigieren, ne? 400. 400 Runden am Stück. 490. Wer bietet mehr? 490 Runden ohne Fehler und das ohne Ortung. Das heißt, hier ist zwar die Technik schon eingebaut, aber wir werten die Ortung des Systems nicht aus. Das heißt, es sind 490 Runden, wo der Zug keinen einzigen Fehler gemacht hat, so dass wir fast überlegen müssen, wir warten jetzt ein halbes Jahr darauf, dass wir mit der Ortung fertig sind. Brauchen wir die überhaupt? Eine Lichtschranke, ob der Zug da ist, würde fast reichen. Nein, wir haben das ernst angegriffen, das machen wir auch ernst zu Ende und die endgültige Anlage wird ja auch viel, viel größer. Aber lange Rede, kurzer Sinn, auch wenn wir solche tollen Rekorde schaffen, eine Ortung ist sinnvoll auch für den Leitstand, weil wir können damit eventuell sogar einen verunfallten Zug automatisch wieder suchen, einfangen und so weiter und so fort. Genau wie bei der Formel 1. Jetzt fragen sich einige, warum nehmt ihr nicht einfach die Technik Formel 1? Habe ich mir auch gefragt. Aber die Antwort ist eigentlich simpel. Wir können hier theoretisch mehr, weil diese Steuerplatine kann 16 Sektoren ansteuern. Und selbst die ganz lange Achterbahn, da ist ja ein Sektor dann teilweise so lang, also bis zu so. Bei der Formel 1 ist ein Sektor so, weil wir Überholmanöver unabhängiges fahren wollen. Eine Achterbahn muss nicht unabhängig fahren. Besser noch, eine Achterbahn fährt hoffentlich nicht unabhängig, weil dann gibt es hier wie hier Verletzte. Aber dadurch haben wir alles auf einem Mikrocontroller. Das heißt, wir haben alle Daten zur Verfügung, die wir brauchen. Das schreit danach, dass das System sich selbst korrigieren kann und nicht erst ein Handshake über den PC. Das dauert nämlich Zeit. Alles klar, ich habe festgestellt das und das. PC sagt, super, danke, ich rechne mal ein bisschen und überlege mir eine Antwort. Entscheidet sich, das und das ist zu tun, schickt das zurück. Das ist zu viel Zeit. Der Zug fährt sehr schnell und gerade wenn es berghoch geht und da irgendein Fehler sich aufsummiert, so ein Klick, 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 rutscht der wieder runter. Es ist also definitiv die richtige Entscheidung und Idee, das im Mikrocontroller zu erledigen. Es ist eine Riesenherausforderung. Axel kann das nur alleine machen. Wir können ihm da nicht helfen. Und ja, wir haben geschätzt, dass es ein halbes Jahr dauert. Das ist jetzt fast um. Nein, wir lassen ihn in Ruhe. Wir machen ihn noch nicht nervös, weil er hat gestern ein Update gemacht und damit habt ihr jetzt den Rundenrekord der letzten Tage zumindest gefahren. Er ist auf einem guten Weg und wenn er fertig ist, kommen noch ein paar Softwareänderungen bei mir und dann ist die Achterbahn theoretisch fertig. Wenn es denn schon die große wäre. Aber Gerrit, wir hatten noch eine Schocksituation. Das letzte Mal ist die Platine hier heiß geworden. Das haben wir ziemlich spät gemerkt erst. Das hat schon angefangen zu qualmen und die Platine hält trotzdem. Das wollte ich ja nicht erzählen, weil das sind ja Rückschläge, die wollt ihr Ja. gar nicht hören. Ne? Nein, wir hatten tatsächlich einen. Ja, ja, genau. Aber es zeichnet sich ab, es ist ja nie wieder warm geworden. Aber seitdem, meine ne? Frage ist jetzt nochmal, ist da eine Temperaturgeschichte drin, dass er das merkt und normalerweise ausschalten müsste? Du triffst einen wunden Punkt bei mir. Okay. Weil Axel und ich streiten uns noch, wer Temperaturüberwachung und dann ausschalten besser kann, er oder ich. Auf dem Papier kann er das natürlich viel, viel besser, weil er ist an der Quelle, er hat die Temperatursensorik, er kann sofort abschalten. Als letztes Lebenszeichen mir noch also senden, dass er abschaltet, das wäre als Information gar nicht schlecht. Aber dann haben wir den Haken festgestellt, denn genau das ist hier passiert. Er hat sich aufgehängt. Genau, und ich wusste, was passiert ist. Er ist gefahren in eine Richtung und hat dann die Richtung gewechselt. Ja. Und Axel hat extra gesagt, wenn er die Richtung wechselt, müsst ihr gucken, müsst ihr sofort ausschalten, weil er dann zu heiß wird. Und er kann nicht ausschalten, weil er dann in einem kritischen Zustand ist. Ja. Man könnte sagen, er hat sich aufgehängt. Er ist sozusagen nicht mehr arbeitsfähig oder arbeitslustig. Und deswegen muss ich es machen. Macht tatsächlich Sinn, oder wir beide. Ne? Er kann abschalten, aber ich brauche die Temperaturen trotzdem. Und ich brauche auch ein Lebenszeichen von ihm, damit ich rechtzeitig abschalten kann. Dann hätten wir das nämlich verhindern können. Ne? Ja. Denn hier, ihr seht es selbst jetzt, ist ein ganzes Stück Strecke abgebrannt. Das war ein Schreck. Also die Kabel sind auch alle weg. Das war eine heftige Reparatur, auch wenn es nicht repariert aussieht. Aber wie du schon gerade sagtest, Genau. Die Platine ist heil geblieben. Da war nur ein Verzug drin, sozusagen. Ja. Ne? Deswegen. Aber es soll nicht auf der echten Anlage passieren, weil da wird noch mal die modellbauerische Challenge noch mal viel, viel heftiger. Und wenn Helene durch ist, geht's da weiter. Und dann setzen wir uns hin, Nico, du und ich, Genau. und designen endgültig. Es sind da schon ziemlich viele Entwürfe gemacht worden, aber dann geht's auf den Endspurt, die richtig große Voltron fertig zu bauen. So, das war die heutige Folge Gerrits Tagebuch. In der nächsten Folge hoffe ich, dass es große Fortschritte bei der Achterbahn gibt. Ein kleines Update zur Formel 1, denn die neue Saison hat begonnen und natürlich gibt es neue Autos. Und
Riesenfortschritte bei der Helene-Bühne. Also so eine Helene-Fischer-Bühne, das erste Mal mit Song live zu sehen, vielleicht sogar mit Nebel und allem drum und dran, das wäre wunderbar. Hoffentlich schon in der nächsten Folge. Es gab ja einen schönen Termin für uns, 25 Jahre Miniatur Wunderland, eine Hamburger S-Bahn im Miniatur Wunderland Design, ein richtig schöner Termin. Am Sonntag gab es das Video dazu und dort gab es den Wunsch, diesen Zug mehr fahren zu sehen. Also mehr schöne Aufnahmen aus Hamburg und von unserer Anlage unseres schönen Jubiläumszuges. Und damit verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.